Hallo zusammen, wir machen heute so ein Schild für den geliebten Schwager aus einer Trespa-Platte. Man kann es schon vermuten, er ist ein Geländerbauer und das soll ein Schild für seine Werkstatt sein. Wie immer muss das Rohmaterial erstmal aufgespannt werden. Als nächstes wird das erste Werkzeug eingesetzt, ein 6 mm Einschneider. Mit dem Laser wird X und Y definiert, mit dem Sensor die Z-Höhe und dann kann es auch schon losgehen. Zuerst wird die Kontur gefräst, dann Z0 neu definiert und die späteren Bohrungen werden nur leicht markiert. Nun wird das zweite Werkzeug eingesetzt, ein Gravierstichel mit einer Steigung von 60 Grad. Doch zuvor müssen wir die Platte bearbeiten. Zuerst wird sie gereinigt. Als nächstes wird die Folie aufgebracht, die wir später durchfräsen werden. Ich verwende gerne die Folie Osamask, die eignet sich dafür hervorragend. Die Gravur ist fertig und nun wird mit einem Staubsauger ganz vorsichtig die ganzen Späne entfernt. Kommen wir zur Farbe. Ich habe lange überlegt, was ich nehmen soll. Dieses Neon Gelb-Grün oder das Rote. Ich habe mich für das Neongelbe entschieden, muss aber dazu sagen, dass die Wahl nicht ideal war. Die Farbe war sehr alt und ich vermute mal, dass es daher so fleckig wirkt. Die Farbe konnte so ein paar Minuten aushärten und jetzt wird die Folie abgezogen. Und mit der Spitze eines Messers wird nun die restliche Folie entfernt. So sieht das Ergebnis aus. Ich finde es nicht schlecht, nur wie gesagt, ich glaube die Farbwahl war nicht perfekt. Und so sieht die Rückseite aus. Diese Abstandshalter sollen dem Schild einfach nochmal das gewisse Etwas geben. Ja, und bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Wir starten wie immer mit einer Konstruktion. Tatsächlich ist das Ganze nichts Wildes. Man kann sehen, das war so ein, ich habe ja schon im Video erwähnt, das war so ein Trespa-Reststückplatte.
Da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, was kann ich rausholen aus der Platte, was wird noch gut aussehen, und habe mich einfach für 700 mal 290 entschieden. Dann, das sind hier diese Edelstahl-Abstandshalter und die Bohrungen. Also diese Ringe hier waren sehr, sehr schnell gezeichnet. Gut, das hier ist ein ganz normaler Text, das ist ja auch nichts Wildes. Das hier habe ich tatsächlich im Internet gefunden. Dann durch so einen, wie nennt sich's, JPEG to SVG-Konverter, meine ich, durchgeschickt und dann kam das raus. Sieht sehr gut aus, hat mir gut gefallen. Ich habe noch ein paar Korrekturen vorgenommen. Ich glaube, das hier, der mit dem Knie, das hat mir nicht ganz gut gefallen, wie das dort war. Deswegen habe ich das noch hinzugefügt. Und ich meine am Arm oder am Kopf noch irgendwas korrigiert, sagen wir es mal so. Aber ansonsten gezeichnet war es wahnsinnig schnell. Wir können ja mal kurz durchgehen. Genau, dann wurde die Platte extrudiert, die Bohrlöcher, dann das Motiv. Dann habe ich nochmal irgendwas gesundet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das war. Irgendwas habe ich gesundet. Ah ja, genau, hier. Dann natürlich noch die Gravur und mein Namenslogo. Das war tatsächlich die ganze Konstruktion. Also lasst es mal 10 Minuten sein, wenn überhaupt. Also es ging wahnsinnig schnell. Mit ein bisschen Übung, ja, hat es schon gepasst. Deswegen machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Wir starten, ich blende vielleicht dazu mal den Körper ein. Wir starten hier mit dem ersten Setup. Das Rohteil, wie der Name schon sagt, ist ein Rohteil. Es war tatsächlich viel länger. Ich habe aber keine Lust gehabt, das auszumessen und habe einfach gesagt, okay, die Platte ist 3 mm seitlich größer und das wird schon passen. Ich habe da wirklich, das ging verdammt schnell, wenn ich ehrlich bin. Man kann sehen, Z0 ist hier unten, nicht oben. Und dann taste ich einfach meinen Vakuumtisch an. Es folgt die erste Kontur. Die gucken wir uns jetzt an. Ein Schaftfräser mit einer Geometrie, die den Spanauswurf nach unten drückt, nicht nach oben. So fransen mir die Ecken nicht aus. Ich meine, das war von Fraser Bit, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, genau. Tolles Werkzeug. Ohne jetzt hier Werbung zu machen, ich bin echt begeistert. Die Kanten, die bleiben super scharf und das heißt nichts aus. Tolles Teil, wirklich, ich bin total begeistert. Das ist der Tipp, falls ihr das nachkaufen wollt. Genau. 16.000 Umdrehungen. Das habe ich übrigens von meiner Vorschubliste. Man kann sehen, ich habe hier irgendwas geändert, aber ich glaube, die seitliche Querzustellung oder Tiefenzustellung, irgendwas habe ich da verändert. Deswegen steht jetzt Benutzer definiert. Genau. Kann auch sein, da ändert sich gar nichts. Ich lasse es trotzdem mal so. Also 16.000 mit 1600 mm Vorschub. Und das waren Superschnittdaten. Wirklich perfekt. Als Geometrie habe ich das hier ausgewählt. Genau, ich lasse 0,5 mm von unten stehen und habe das später mal mit einem Messer und einer Feile nochmal nachgearbeitet. Hat super funktioniert. 2 mm Tiefenschnitt. Ich wollte es nicht übertreiben. Ich habe Angst gehabt, dass es hier wegplatzt. Deswegen wollte ich lieber ein paar extra Durchgänge machen. Aber theoretisch hätte man diese 5-6 mm starke Platte in einem Durchgang machen können. Wie gesagt, nur weil ich das ein perfektes Ergebnis haben wollte von dieser Kante hier, fahre ich das so moderat an. Ich lasse noch 0,25 mm an der Seite hier stehen. Genau. 10 mm linearer Einfahrabstand ist ein bisschen heftig, aber ich habe das einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich will schnell antasten, ich will mir jetzt nicht so viel Mühe geben, hier bis ein Zehntel genau dran zu fahren, alles, das mache ich alles nicht. Ich gehe mal mit dem Laser dran, man hat es ja gesehen im Video. Und natürlich habe ich da 1 mm Spiel drin, ganz klar. Und deswegen sage ich hier die 10 mm mit Einfahrbewegung, Einfahrposition hier. Und das hier sind diese 10 mm. Da fährt er zwar ein bisschen in der Luft, aber sei es drum. Wie gesagt, dafür muss ich mir beim Antasten nicht so viel Mühe geben. Dann habe ich einfach Copy-Paste. Alles identisch. Nur bei den Durchgängen habe ich die Tiefenschnitte weggemacht. Rohteilaufmaß seitlich nicht mehr, aber von unten. Einfach damit die Wand hier einfach perfekt wird. Und die wurde perfekt, muss ich gleich dazu sagen.
Und da das natürlich schon frei gefahren wurde, kann ich auch hier auf 1 mm gehen. Jetzt kann man sehen, das ist hier dieser 1 mm. Das war die nicht Unterseite, Entschuldigung, schon die Oberseite, aber halt von unten. Dann das gleiche Setup, einfach nur dupliziert. Nur Z0 hier oben. Dann folgte das hier. Das ist eine Bohroperation. Man kann sehen, hier ist ein 5 mm Borser. Das lasse ich immer so stehen. Ich weiß nicht wieso, aber man kann nicht borsen, also die Bohroperation mit einem Schaftfräser funktioniert nicht. Das verbietet Fusion, keine Ahnung wieso, ich finde es schwachsinnig, weil ja nahezu jeder Fräser eine Schneidgeometrie zum Eintauchen hat. Aber ich lasse einfach hier diesen Borser stehen, 5 mm, und lasse einfach das Werkzeug eingespannt, den 6 mm Einschneider. Die Schnittdaten sind super, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Als Geometrie habe ich dann einfach diese 4 Bohrlöcher ausgewählt. Bei den Höhen sage ich, bleibt 0,7 mm weg vom Boden. Genau, und beim Zyklus ein voller Rückzug. Aber man kann sehen, ich bin gar nicht, ich bin nur 0,7 mm, ich habe was Falsches gesagt. Ich bin nur 0,7 mm eingetaucht. Weil ich gesagt habe, ich muss das von Hand später durchbohren, also reiße ich sie mir eigentlich nur an. Und wollte auch so ein bisschen meinen Fräser schonen. Nachdem das gemacht wurde, kam diese blaue Folie von Orsamask und dann folgte die Projektion. Das und das. Die sind völlig identisch, deswegen gucken wir uns nur einen an. Das ist ein Klavierstichel mit einer Flanke von 60 Grad. Die Schnittdaten waren wirklich sehr gut, die haben mir gut gefallen. Ich meine aber, das ist eine Vorgabe tatsächlich. Ich habe da eigentlich auch die Vorschubliste nicht genutzt, gar nichts. Nur das hier, glaube ich, habe ich verdoppelt. Aber ansonsten aus dem Bauch habe ich mir die Schnittdaten ausgedacht. Genau, dann klickt man einfach alles an. Wieso jetzt das hier fehlt, weiß ich gar nicht, aber das ist drin, das weiß ich ganz genau. Genau, dann klickt man einfach die ganzen Linien an. Und das ist übrigens eine Projektion. Projektion bedeutet, dass man genau auf der Linie fährt. Nicht rechts davon, wie bei einer Kontur oder links davon, sondern exakt mittig drauf. Bei den Höhen sagt man nur, wo der Fräser fahren darf. Ich glaube, Flughöhe nennt man das. Also, wo darf er von einem Punkt zu dem anderen hinfahren? Und das macht er mit einem Versatz von 5 mm. Also 5 mm in der Luft fährt er hin und her. Wie tief der Fräser eintauchen soll, macht man hier mit diesem axialen Versatz. Also 0,7 mm taucht er ein. Die Funktion Projektion weicht ein bisschen ab. Normalerweise sagt man ja mit der Endhöhe, wo der Fräser zum Schluss hin soll. Bei der Projektion ist das nicht so. Man kann auch sehen, Vorschubhöhe. Normalerweise steht hier Endhöhe, meine ich. Genau, dann der axiale Versatz, also 0,7 mm taucht er ein. Und genau, hier habe ich gar nichts verändert. Das sind alles Standardwerte. Und dann klickt man einfach jede Linie einmal an. Und so sieht es dann später aus. Beziehungsweise so. Nix Wildes, war wirklich schnell gemacht, sah toll aus. Bis auf diese komische grüne Farbe, die mir jetzt nicht so gefallen hat. Tolles Projekt. Der Schwager war super begeistert, hat es vorgestern bekommen. Wirklich schnell gemacht, sieht super aus. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, und tatsächlich war es das schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war für den einen oder anderen was dabei. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.